Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es um leihen. Was bedeutet leihen? Wie benutzt man das Verb leihen? Und welche Vorsilben und Synonyme gibt es? Viel Spaß mit dem Video. Leihen, Präteritum li, perfekt, hatte geliehen. Leihen hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist sich etwas leihen oder sich von jemandem etwas leihen. Also jemanden bitten, dass er einem etwas für eine bestimmte Zeit gibt, damit man es selbst benutzen kann und man gibt es danach zurück. Beispielsätze sind: Ich habe mir das Auto von meinem Bruder geliehen. Weitere Beispiele: Darf ich mir kurz einen Stift leihen? Pass auf, das ist nicht mein Zelt. Ich habe es mir nur geliehen. Wir können uns doch im Urlaub ein Auto leihen. Ausleihen. Lieh aus, hat ausgeliehen. Ausleihen ist ein Synonym zu leihen. Aber ausleihen ist oft etwas formeller oder wir benutzen es vor allem, wenn man etwas gegen Bezahlung, gegen Geld ausleiht. Wir können aber auch sagen: Darf ich mir kurz deinen Stift ausleihen? Pass auf, das ist nicht mein Zelt, ich habe es mir nur ausgeliehen. Wir können uns doch im Urlaub ein Auto ausleihen. Ausleihen und leihen können hier also synonym verwendet werden. Die zweite Bedeutung von leihen ist jemandem etwas leihen, also jemandem etwas für eine bestimmte Zeit geben, damit er es benutzen kann. Zum Beispiel: Kein Problem, ich leihe dir gern mein Auto. Kannst du mir bis morgen 10 Euro leihen? Auch für diese Verwendungsweise von leihen können wir das Synonym ausleihen benutzen. Wir können also auch sagen: Kannst du mir dein Auto ausleihen? Ich leihe dir gern mein Auto aus. Ich habe ihm ein Buch ausgeliehen. Die Verben leihen und ausleihen funktionieren also in beide Richtungen. Wir können sagen: Kannst du mir dein Auto leihen? Kannst du mir dein Auto ausleihen? Oder wir können fragen: Kann ich mir dein Auto leihen? Kann ich mir dein Auto ausleihen? Oder: Kannst du mir einen Stift ausleihen? Kannst du mir einen Stift leihen? Darf ich mir von dir einen Stift leihen? Darf ich mir von dir einen Stift ausleihen? Entleihen, entlieh, hat entliehen. Auch entleihen ist ein Synonym zu ausleihen, aber entleihen wird fast nur im Passiv oder als Adjektiv benutzt. Zum Beispiel: Alle Exemplare des Buches sind entliehen. Sie können entliehene Bücher vorbestellen. Verleihen, verlieh, hat verliehen. Verleihen bedeutet jemandem etwas, manchmal gegen Gebühr, für eine bestimmte Zeit zum Gebrauch überlassen. Und verleihen steht nur mit Akkusativobjekt. Zum Beispiel: Das Möbelhaus verleiht Transporter. Das Hotel verleiht Roller und Fahrräder. Was ist der Unterschied zwischen verleihen und leihen? Im Satz Ich verleihe mein Auto nicht ist der Satz eine allgemeine Aussage. Es bedeutet, ich leihe niemandem mein Auto. Wenn wir leihen benutzen, brauchen wir aber ein Dativobjekt und wir sagen zum Beispiel: Ich leihe dir mein Auto nicht. Was bedeutet: Ich leihe dir mein Auto nicht, aber vielleicht leihe ich es meinem anderen Freund. Borgen, borgte, hat geborgt. Borgen ist ein Synonym zu leihen. Wir können also auch sagen: Kannst du mir dein Auto borgen? Kannst du mir dieses Buch bis nächste Woche borgen? Darf ich mir dein Auto borgen? Ich habe mir die Bohrmaschine von einem Nachbarn geborgt.
In der Umgangssprache können wir auch das Verb pumpen benutzen. Pumpen, pumpte, hat gepumpt. Und pumpen ist ein Synonym zu leihen, was wir aber nur in der legeren Umgangssprache benutzen. Vor allem für Geld. Wir können also sagen, kannst du mir 5 Euro pumpen? Er hat ihm 100 Euro gepumpt. Kannst du mir dein Auto pumpen? Auslegen, legte aus, hat ausgelegt. Auslegen bedeutet für jemanden etwas bezahlen und das Geld bald wieder zurückzubekommen. Zum Beispiel, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Kannst du mir 5 Euro auslegen? Ich kaufe die Tickets und lege das Geld in der Zwischenzeit aus. Auslegen benutzen wir also nur für Geld. So, das war's. Wenn dich das Verb haben mit seinen Vorsilben interessiert, schau dir das Video hier rechts oben an. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir ein Like oder einen Kommentar dalässt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.